3 Schlösser, 4 Multitools, 5 Sonnenbrillen, kennt ihr das auch? Man kauft sich fürs Fahrrad mehrere Varianten von einem Gegenstand, aber nur eins davon setzt sich wirklich durch? Welche 10 Sachen das bei mir sind, zeige ich in diesem Video und vielleicht hilft es euch, sich direkt für das Richtige zu entscheiden und somit weniger zu kaufen. Wir beginnen mit dem günstigsten und werden immer teurer. Nummer 1, 25 Euro Schwalbe Aerotan. Mit diesen TPU-Schläuchen sind wir jetzt 1000 Kilometer unterwegs und es läuft wunderbar. Das Material ist sehr dünn und aufgerollt ist der Schlauch deutlich kleiner als ein normaler Butylschlauch. Und mit gerade mal 54 Gramm ist er auch sehr leicht und ich spare bei 2 Laufrädern insgesamt 180 Gramm an rotierender Masse. Das merkt man dann deutlich beim Beschleunigen, das Fahrrad ist agiler und der Rollwiderstand ist auch besser. Den Leichtbau sieht man auch am Ventil. Es gibt zum Beispiel keine Mutter, die man bis an die Felge herandreht. Und was ist mit der Luft? Ja, Pannen hatten wir noch keine. Schwalbe schreibt auch etwas von erhöhtem Pannenschutz. Das entspricht so auch meinen Erfahrungen. Ich habe aber auch darauf geachtet, dass das Felgenband und der Reifen von innen intakt ist und der Schlauch nicht allein dadurch schon beschädigt wird. Und auch sonst bleibt die Luft sehr gut im Reifen, besser als zuvor. Klare Empfehlung. Nummer 2, 30 Euro Lesin Pocket Drive. Diese Minipumpe passt super bei Ausfahrten in die Trikottasche. Sie ist 14 cm kurz, wiegt 89 Gramm und schafft bis zu 6,2 Bar. Sehr gut finde ich auch diesen flexiblen Schlauch. So kann man die Pumpe vernünftig greifen. Sie sitzt auch nicht direkt auf dem Ventil und die Pumpbewegungen gehen nicht direkt auf die Felge über, weil eben der flexible Schlauch dazwischen ist. Nummer 3, 64 Euro Topeak Ratchet Rocket Lite NTX Plus. Ich nutze diese Mini-Ratsche anstatt eines Minitools, denn Minitools haben oft viel mehr Funktionen, als ich brauche. Deswegen packe ich einfach diese kleine Ratsche mit den Bits ein, die ich für mein Fahrrad brauche und bin damit insgesamt leichter unterwegs. Die Ratsche funktioniert in beide Richtungen. Bits passen entweder direkt rein oder man nutzt diese Verlängerung. Dabei ist auch ein Drehmomentaufsatz für einen Bereich von 2 bis 6 Newtonmeter, ein Kettennieter und mehrere Bits. Nummer 4, 80 Euro Parax S-Rack. Bei uns hängt kein Picasso an der Wand, sondern 4 Fahrräder. Die Räder legt man einfach mit dem Oberrohr auf die Halterung und dann hängen sie runter. Man kann also noch drunter hersaugen und sie stehen nicht im Weg. Sie sind also da, man sieht sie, aber sie stören nicht. Das ist echt cool. Helm oder Schuhe passen oben drauf, kleinere Sachen passen innen rein. Wenn man allerdings häufig eine Tasche im Rahmendreieck hat, dann ist die Wandhalterung nicht so passend, dass sich dann die Halterung und die Tasche in die Quere kommen. Es gibt Größe M für bis zu 50 cm breite Lenker oder Größe L für bis zu 70 cm Lenkerbreite. Wir haben immer Größe L genommen, dann ist der Abstand zur Wand groß genug und man kann die Räder problemlos durchtauschen. Nummer 5, 106 Euro Autolog Hexband. Beim Schloss geht es mir vor allem darum, Versicherungsschutz zu haben. Mein Open Wide habe ich bei helden.de versichert. Da hat dieses kleine Schloss ausgereicht, um Versicherungsschutz zu haben. Mein Open Mind ist über meinen Arbeitgeber geleast und darüber auch versichert. Die Versicherungsbedingungen schreiben da allerdings vor, dass man ein Schloss von mindestens 50 Euro nehmen muss und nach DIN so und so. Aber die sind dann natürlich viel zu schwer für ein Rennrad und nach längerer Suche bin ich dann auf das Autolog Hexband gekommen und bin sehr zufrieden. Es erfüllt die Versicherungsbedingungen, ist klein, mit 224 Gramm relativ leicht und passt auch gut in die Trikottasche. Das Schloss gibt es in 3 Größen. Wir haben die mittlere hier. Damit ist man beim Anbinden des Fahrrads noch flexibel genug und man kann unsere beiden Schlösser auch ineinander stecken und so sind sie dann doppelt so lang. Nummer 6, 120 Euro Rapha Pro Team Lightweight Backpack. Wenn man etwas mehr mitnehmen möchte, aber keine Taschen am Rahmen haben möchte, ist dieser Rucksack speziell für Rennradfahrer sehr gut. Mit 10 Litern ist er klein, flach, leicht und hat extra breite Träger für optimalen Komfort. Es gibt ein Fach für Geld oder Schlüssel, innen gibt es auch noch ein kleines Fach und ich komme mit dem Rucksack auch noch gut an die Trikottasche. Für mich ein absolutes Highlight und mit 120 Euro für Raffa-Verhältnisse auch einigermaßen günstig. Nummer 7, 140 Euro Tri-Eye Sportview. Der Clou dieser Sportbrille ist der Integrit-Rückspiegel. Es muss einem nur klar sein, dass man den Kopf nach links drehen muss, um das hinter sich erblicken zu können. Denn ich kann ja nicht durch meine eigene Wange gucken, also muss man den Spiegel so einstellen, dass der Blick
an meiner Wange vorbeigeht und dann sehe ich das, was auf dem Bürgersteig auf der anderen Straßenseite ist. Ich muss also meinen Kopf nach links drehen und auch ein bisschen nach oben wegen der sportlichen Sitzposition. Wenn das okay ist, dann bietet die Brille ein sicheres Gefühl im Straßenverkehr. Ich kann leichter nach hinten schauen und kann meine Linie nach vorne besser halten. Und wenn ihr die Version mit den photochromen Gläsern wählt, dann seid ihr bei jeden Lichtverhältnissen sehr gut gerüstet. Nummer 8, 150 € Garmin Varia Radar RTL 516. Das ist ein Rücklicht mit Radarfunktion, das verbindet man mit dem Fahrradcomputer und dann warnt er dich ab 140 Meter optisch mit Punkten vor herannahenden Autos. Und wenn die Autos dich überholt haben, verschwinden die Punkte wieder. Im Lieferumfang ist auch diese einfache Haltung mit Gummibändern, die verrutschen aber schnell, daher würde ich noch diese schraubbare Halterung aus dem Zubehör empfehlen. Nummer 9, 240 € Cyclowex Clean Chain Starter Kit. Ich bin vor ein paar Wochen auf eine heißgewachsene Kette umgestiegen und das ist einfach mega. Bislang mochte man den Antrieb nicht berühren, weil er immer dreckig war, aber das ist mit Wachs auf einmal ganz anders. Denn das Wachs ist einfach trocken, es bleibt kaum Dreck dran haften und man kann alles problemlos anfassen. Ich habe mich da für das Starterkit von Cyclowex entschieden. Das war für mich das beste Gesamtpaket. Da konnte ich sogar eine vorgewachsene SRAM Red oder SRAM Force Kette auswählen. Das ist ja das, was ich habe. Mittlerweile habe ich zwar Ketten auch schon selbst mit Nitroverdünnung gereinigt. Das ist auch kein Problem. Aber damals wollte ich halt einen möglichst leichten Einstieg in das Thema haben. Deswegen eine vorgewachsene Kette. Ja, in dem Kit ist dann auch alles drin, was man für die Reinigung des restlichen Antriebs braucht, also Kettenblätter, Schaltröhrchen und Kassette. Und dann konnte ich auch schon losfahren. Nachwachsen muss man bei gutem Rennradwetter circa alle 500 bis 800 Kilometer und dafür ist in dem Kit auch ein Wachserhitzer mit Draht für die Kette und einem Kettenhalter enthalten. Da tropft es dann runter. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut mitnehmen ins Hotel. Ich bin also da nicht an eine Küche gebunden oder so. Insgesamt ist es einfach sehr sauber und man hat weniger Verschleiß, weil kein Dreck. Es gibt aber auch Nachteile. Man muss nämlich immer das Kettenschloss öffnen, um wachsen zu können. SRAM sagt nur einmal verwenden. Also eigentlich sind das dann pro Wachsen nochmal 3 € für ein neues Kettenschloss. Aber es soll Menschen geben, die Kettenschlösser auch öfter benutzen. Da muss ich jetzt einmal da reingrätschen. Ich habe nämlich mit meinem Fahrradhändler darüber gesprochen. Er sagt, nimm doch einfach eine Kette von KMC oder Connex. Das ist alles das Gleiche. Er sagt, ich habe ja auch einen Mischantrieb, vorne Kettenblatt von SRAM und hinten Kassette von Classified. Also ist alles miteinander kompatibel. Ja, und dann nehme ich doch einfach die Connex-Kette, weil die hat ja ein Kettenschloss, das ist werkzeugfrei und man kann es auch wieder verwenden. Also ja, besteht das Problem da eigentlich nicht. Kette ist schnell abgemacht und auch schnell wieder drauf. Ich muss nicht ständig das Kettenschloss auswechseln. Weiter mit dem Video. Ja, und Wachs hat einen nicht so guten Korrosionsschutz. Deswegen muss man auch nach jeder Regenfahrt neu wachsen. Deswegen würde ich bei einem Rad, was einfach immer draußen steht oder mit dem ich bei jedem Wetter pendeln muss, da würde ich nicht auf Wachs umsteigen. Aber beim genauen Gegenteil, dem Schönwetterrad, da auf jeden Fall. Bei Rädern dazwischen muss man dann halt ein bisschen abwägen. Und letztes Problem, bei längeren Bikepacking-Touren, zum Beispiel mache ich in diesem Jahr 3 Tage 500 Kilometer mit dem Rennrad. Wenn es da dann mal regnet an Tag 2, dann muss ich Flüssigwachs verwenden, weil ich ja den Topf nicht dabei habe, um weiterfahren zu können. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, müsste ich wieder neu heiß wachsen. Also da muss man dann an Flüssigwachs auch denken, damit man weiterfahren kann. Ist also schon ein Thema, bei dem man ein bisschen abwägen muss, aber beim schönen Wetterrad, dem schönen Rennrad, empfehle ich es auf jeden Fall. Nummer 10, 500 € Lupine SLAF. Als letztes kommt das Licht, was so gut ist wie ein Autoscheinwerfer. Das hat ein sensorgesteuertes Tagfahrlicht und blendfreie 1000 Lumen Abblendlicht. Das geht über eine klare Hell-Dunkel-Grenze, also unten die ersten 10 bis 15 Meter sind hell und darüber ist es dunkel, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Und über diese Fernbedienung kann man dann das 1300 Lumen Fernlicht einschalten. Also Fernlicht ist bei 20 km/h Spielerei, aber je schneller man wird, also ab 30 oder 40 km/h, wird das echt relevant, weil du einfach weiter gucken können musst, sonst bist du im Blindflug.
Der Preis ist natürlich happig, aber die Qualität und die Verarbeitung ist sehr gut. Die Lampe hat 'nen extrem robusten Aluminiumkörper. Es ist alles verschraubt und kann sehr gut repariert werden. Ich hatte auch schon mal was zur Reparatur eingeschickt, einfach 2 Sätze geschrieben und innerhalb von 2 Tagen hatte ich es ohne jegliche Kosten wieder zurück. Das war super. Und eine Besonderheit ist, dass der Akku separat ist. Man kann sich also einfach einen zweiten oder größeren kaufen, wenn die Leuchtdauer nicht ausreicht, oder man kauft sich einfach einen neuen, falls der Akku nach ein paar Jahren dann irgendwann mal schlapp macht. Also, ja, natürlich sind 500 € viel Geld, aber ich gehe davon aus, dass ich es 10 Jahre nutze und dann wären es 50 € im Jahr. Das war also mein Top 10 Zubehör fürs Rennrad. Vielleicht war ja auch was für euch dabei. In der Videobeschreibung ist alles chronologisch aufgelistet. Falls aus eurer Sicht noch was fehlt, schreibt es in die Kommentare. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.